Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel 2. Wir haben beim letzten Mal hier mit einem Ruhr aufgehört, haben noch ein paar Bonding Points zu vergeben. Ich wollte heute direkt mit Laura starten. Ich will euch nur eine kleine Vorwarnung geben. Ich war gestern Abend auf einem Konzert und bin ein bisschen lediert, körperlich und vielleicht auch ein bisschen stimmlich. Und falls heute irgendwas anders klingen sollte als sonst, dann wisst ihr, womit das zusammenhängt. Ich gucke mal, ob ich heute überhaupt 2, 3 Folgen schaffe, aber wir werden das, denke ich mal, innerhalb der nächsten Minuten ganz gut herausfinden und einschätzen können. This is my first time seeing Ruhr. I must admit I'm very impressed. My expectations were high given the Reinford Company's presence here, but I can safely say they've been shattered. I think this single shop alone has more types of orbital goods than the entirety of the Gram. I feel kind of like a child in a candy store, to be honest. There's so much I want to look at while I'm here. I could go for some window shopping. Ja, shoppen mit Laura ist bestimmt interessant. Mind if we look around together? Nothing like shelves full of stuff to take your mind off things. By all means, let's see what this place has to offer. Als ob Reen nicht auch seinen Kopf frei kriegen müsste. Was gucken die sich da an? Kühlschränke? So this is an orbital refrigerator. I noticed there was a large one in the Courageous kitchen, but I wasn't entirely sure what it was at the time. Oh, now that you mention it, we do have one aboard, don't we? Being able to just stick food in there and have it stay fresh for days is pretty awesome. So it is. I wouldn't mind having one for myself when I want to prepare a boxed lunch. How much does one cost? Tja, Laura, gibt das dein Budget her? Maybe I consider one when my skill in cooking improves enough to justify the expenditure. Ja, aber du musst ja auch ein bisschen üben, um besser zu werden, ne? Also würde dir das nicht auch vereinfachen? Let's go look at something else. Right, she actually seems pretty disappointed she can't get one. Oder es war ja einfach zu teuer und sie hat das nur als Vorwand genommen. What's this? The design is rather avant-garde. Ich würde sagen, ein Staubsauger? Oder was soll das sein? Keine Ahnung. Says here that it's called an orbital vacuum cleaner. You press the button on it and it will suck up dust and crumbs. Okay. So it's like the orbital version of a broom, I guess. That does sound pretty convenient. I'd like to give it a try. Let's see. Laura carefully pressed the button on the vacuum cleaner. I don't think you're supposed to just turn on appliances in the store like that. Sorry, I guess curiosity just got the better of me. I suppose I should turn it off then. Is this the button you press to do that? Why is it vibrating even louder and more forcefully? Oh mein Gott, wie die letzten Hinterwäldler. Also aus heutiger Brille betrachtet, ne? Excuse me, Miss. Aber wenn die es doch an den Strom anschließen, dann wollen die doch auch, dass es demonstriert werden kann, oder nicht? Well, he certainly seemed none too pleased with us. I'm sorry, Reen. Don't worry about it. It's not often I see you get into trouble like that. I guess technology isn't your forte, Apparently not. I mean, I have an interest in it, but very little experience actually using it. I think I'd be able to use all the appliances here if I had a chance to learn though, just like I did with our combat augments. By the way, what are these? They're orbital washing machines by the look of it. You put your clothes in there and it will wash them for you. Lisa had a few in her house from what I remember. Wow, that sure sounds convenient. Fascinating. I wonder how it works. Let me see. Jetzt passiert gleich wieder was, ja. Not again. My apologies. So, which of these buttons turns it off? This one? No, maybe this one? Ach du grüne Neune. Ja, na klar. Genau, total realistisch. Please tell me you haven't done what I think you've done. I'm afraid it appears I've broken it. Ist aber auch sehr fahrlässig von den Betreibern hier, das so eingeschaltet lassen. Excuse me, Miss.
Das gibt Ärger. Fortunately for Laura and Reen, the damage was much less severe than it looked and they were able to repair the Orbital washing machine. The employee was understandably furious, but thanks to their connections with Elisa, he was kind enough to overlook what happened. Oh, arme Laura. I can't believe I made such a blunder, not just once but twice. Well, at least they were able to fix it, right? All's well that ends well, I guess. Still, it really does feel like you were born into the way of the sword. You don't need to make my lack of domestic skills sound like some kind of winning quality. Der Blick dazu. I'm all too aware of the areas where I come up short and I took up cooking in an effort to become more refined, but I wasn't planning to admit that here. Still, I'm glad I got the chance to see a side of you no one else has really gotten to see. And hey, no one's good at everything. We've all got our weak spots. Well, that's true, but... Wobei, ich muss hier Laura mal ein bisschen in Schutz nehmen. Diese Technologie, die sich hier gerade angeguckt haben, die steckt doch noch in Kinderschuhen, oder? Das ist doch alles noch gar nicht so verbreitet. Ich finde, das muss nicht zwingend was über ihre Qualitäten als Hausfrau aussagen. Also die bringt sie wahrscheinlich eh nicht mit, aber ich finde das daran festzumachen nicht ganz fair. You and I aren't so different in that regard, you know. All of us have roles we're good at fulfilling, and for those we aren't, we need to learn to rely on others. I want you to promise me you won't try to shoulder everything yourself. All of us are here with you to share the burden. Ey, wie die immer so von alltäglichen Sachen zu den ganzen global-galaktischen, moralingetränkten, übergreifenden Themen kommen. Das ist immer wieder spannend. Yeah, you're right. Thanks, Laura. Gern geschehen. Aber sag mal jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Was wäre von den 3 Sachen das, worauf ihr am wenigsten verzichten könntet? Was hatten wir jetzt? Staubsauger, Waschmaschine. Was war das erste? Kühlschrank. Kühlschrank, Staubsauger, Waschmaschine. Also ich will jetzt niemanden vorgreifen, aber schreibt das mal gerne in die Kommentare und wenn ich es nicht vergesse, dann sage ich euch am Ende, worauf ich mit Stand heute am wenigsten verzichten könnte. Bin aber auch noch ein bisschen am Hin und Her überlegen. I'm so glad you joined me. It was a lot of fun looking around together. Even if Orbments do continue to vex and baffle me. If they could prove useful in my lunchbox making exploits, however, I won't be able to shy away forever. So glad you joined me. Ja. Okay, Laura, es war mir wie immer ein inneres Freudenfest, mit dir Zeit zu verbringen. Es ist irgendwie immer lustig mit der Frau. Alright, that's the last of my business. Ich glaube, mit der habe ich beim letzten Mal schon gesprochen, oder? Capital Office, he looks awfully busy. Join Courageous. Ja, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon. Kommentierst du irgendwie das, was wir mit Laura gerade durch hatten? Nee. Nee, das hat nichts mit ihr zu tun. Er geht nur auf Hugo ein und ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon. Ich glaube, ich habe hier mit allen schon gesprochen. Ich gucke nur noch mal ganz kurz, um wieder ein bisschen reinzukommen. Ich weiß, hier war zuletzt nichts weiter. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, durch. Ich wollte mir beim letzten Mal merken, dass der Platz eigentlich auch schon abgefrühstückt ist und dass ich nur noch hier lang laufen müsste. Ich wollte einmal gucken, ob wir hier raus können. Better stay away from the highways for now. I need to focus on resting up. Alles klar. Ich stehe immer noch nicht, wo wir die ganzen 4 Punkte noch loswerden sollen. Weil ich sehe nur einen. Also 3 weitere. Vielleicht ist oben noch einer. Aber wo sind dann die anderen? Ja, wir werden sehen. Ich mache mal hier meinen Anfang. Und, wie sieht's aus? Nö. Kein Ausrufezeichen hier oben. Im Diner. Im Diner werden bestimmt dann die restlichen auf uns warten. Könnte ich mir vorstellen. Hi, wer seid ihr denn? Guten Tag, Krach. Man, it feels good to finally get to come home. Celine and Todd are both doing okay too. What a relief. I guess I've got a lot of thank yous to make for all of this. You, your friends, Lady Angelica, I owe you all my deepest gratitude. Gern geschehen. Sorry, Celine, but I've got to head on back to work, so take care of Todd for me, okay? Of course, take care, dear. Sorry, Celine.
Ja, ich glaube, du musst dir da wenig Sorgen machen, oder? My husband came home. The mine is finally free now. Better yet, there's not a scratch on him. I couldn't be more relieved. Adios, thank you so much. Du kannst auch sagen, Reen, thank you so much. Der hat nämlich mehr geleistet als Aidios, aber das ist nur meine bescheidene Meinung. My husband came home. Ja, okay. Richtig aus, wenn wir Aidios irgendwann mal sehen. Vielleicht als Endgegner oder so. Dad came home, finally. He was gone for so long. Mom was worried sick. And that means he's gonna have to get me a few toys to make up for it. Kluges Kind, immer den größten Mehrwert für sich rausziehen. I'm really glad that's okay, though. I guess I was kinda worried about him, too. Ich wollte gerade sagen, ich mir auch ein bisschen Sorgen machen, wenn nur die Mutti sich sorgen würde und das Kind, dem wäre das Schicksal dann völlig egal vom Vater. Aber er hat es ja klargestellt. Seine Sorge war auch vorhanden. So, Jackass. Sarah ist hier. So viel dazu. Aber man hat von draußen das Ausrufezeichen nicht gesehen, oder? War das nicht mal anders? Ich glaube, die roten, die Hauptstory-Zeichen und die Sidequest-Zeichen, die siehst du auch von außen. Aber scheinbar die gelben, nur wenn du drin bist. Okay, da bin ich ja gleich gespannt. Hallo, Lokomo. Grandpa, how do I get good at hide and seek? What are you, stupid? You hide in places where people won't find you. Du musst ihn ja nicht gleich beleidigen, nur weil er dich um Rat bittet. That's what I mean. How do I find places where people won't find me? I want to get good at hide and seek like Toddy is, but I don't know how to do that. Oh. Kannst ja mal Jusis fragen. Haben wir mit Jusis nicht mal in Emir Verstecken gespielt? Der hat da voll mitgemacht, ne? Aber ich glaube, die Kids dort, die waren ein bisschen jünger als Lokomo, oder? Oder war das ungefähr gleiches Alter? Schwierig. Things might be getting back to usual around here, but I've gotta look into it into something for old Gwyn. We both know there's something going on in the shadows of this war, but outside of that we're both in the dark. I can't exactly leave Lokomo and go looking into it right now, though. Gonna have to wait for things to settle down a bit. We've got a vague idea of where to start looking into these Black Workshop guys. Black Workshop. Auf der Pentagrul, da hat uns dieser, wie hieß die nochmal, dieser Verschnitt von Milliam, hatte den Black Workshop erwähnt. Ich weiß, ich bin aus dem Zimmer raus und mein erster Gedanke war, ich muss mir das merken. But it's not like I can leave Lokomo and go off investigating right now. Guess I've gotta wait a bit longer for things to settle down. Wait, did you say Black Workshop? That was the name. No, I don't have time to worry about this right now. Focus, focus. Ist aber interessant, weil man hat jetzt wirklich sehr, sehr lange nichts mehr davon gehört. Ich habe es auch schon wieder fast aus meiner Erinnerung verdrängt und bin aber froh, dass ich zumindest noch eine grobe Brücke bauen kann. Ey, Moment, ich habe ein bisschen U-Material. Ich könnte mir ein paar Dinge leisten. Ha, Stärke 100. Warte mal, was gab es denn hier sonst noch so aus der gleichen Preisklasse? Die ganzen 20er? Nee, da gab es doch noch andere. Achso, die sind alle nicht so nah beieinander. Okay, warte mal. 30. 30 U-Material, das ist aber teuer. Aber hatte ich nicht Abyss Shadow mal? Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Aber es ist weder Equip noch. Aber Speed ist schon... Speed in Stärke, mit Stärke kombiniert hätte ich ja ganz gerne. Okay, ich bin auf jeden Fall gewillt, jetzt hier irgendwas einzukaufen. Warte mal, habe ich schon den stärksten, das stärkste Arts-Item? Deep Ocker. Defense 200, das ist wahrscheinlich das heftigste passive Still Blue. Das hier meine ich. Habe ich Still Blue? Nö. Ich glaube, das werde ich jetzt einmal mitnehmen. Ich könnte mich natürlich auch mit dem Passionate Rouge... ich kann mir das gar nicht leisten. Warte mal, ich brauche Blue Emblem. Oh, das wird am Ende alles doch ein bisschen teurer. Aber das ist mir egal. Ich werde das einmal durchziehen, weil ein Magier habe ich immer in meinen Reihen. So, das heißt, wir machen einmal das hier. Was? Ja, deswegen habe ich es ja ausgewählt. Dann machen wir hier nochmal. Yes. Ich wollte gerade sagen, 20 schien mir auch relativ günstig.
Das habe ich doch irgendwie teurer in Erinnerung, aber jetzt weiß ich auch warum. Weil du halt die ganzen Sachen davor nochmal herstellen musst. Ah, guck mal, Red Pendulum, ey, wie so eine deutsche Kartoffel ausgesprochen, habe ich sogar. Ja, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu... Ich will wieder warten, bis ich so ungefähr in den 80er-Sphären bin. Und dann kann ich das eventuell nochmal angehen hier. Ach, guck mal, das ist doch ein geiler Sprung. Warum hat sie überhaupt Prismatic Cape? Das ist voll schwach. Achso, weil Elliot halt standardmäßig dabei war, ne? Ja, ich habe auf jeden Fall nichts, was die Dings-Magic heftig boostet. Insofern war das, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Plus 85, wow. Oh, da kommt ein ganz guter Arztwert bei rum, würde ich sagen. Sehr schön, Emma. Ich hoffe, du freust dich genauso wie ich gerade. Also, meine Liebe, here we go. Jackass is doing some maintenance on my orbit gun for me. With a name like that, I wasn't sure what to expect when Elisa introduced me to him, but he seems like he really knows his stuff. I just wish he had a bit more of a refined, dandyish aura about him, sorta like Gwen, then he'd be more my type. Ich verstehe sogar ein bisschen, was sie meint, muss ich sagen. The inside of your head must be a terrifying place to live. Warum? Warum ist Reen immer so gemein zu ihr? Ich finde, sie hat überhaupt nichts Schlimmes gesagt. You have no idea, Reen. All kidding aside, though, you should take this chance to make sure all your gear is in good shape. There's no telling when you need to put it through some hard use, and it always pays to be prepared. Maybe I should take this chance to have a look around here too. Immer doch. Say, would you mind if I hung around here with you until your maintenance is finished up? Now that I look around, there seem to be a lot of things here worth checking out. You can if you want, but I think what you really need is something else. Uh-oh, what do you mean by that? Get your sword ready, was? As soon as he's finished with my gun, there's something I want to take you. Uh-oh. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. As it turned out, that somewhere ended up being the NOCH Highway. Ich denke, wir sollten noch nicht raus. Was ist das? Wie inkonsequent. Alrighty, I don't think anyone's gonna come barging in and disturbing us all the way out here. Yeah, I doubt it, but why did you bring me here in the first place? You told me not to forget my sword, so I'm guessing it's not a date. You've never been on a Sarah date. Bekommen wir das auch mal zu sehen? Ich glaube, Dates mit ihr sind durchaus interessant. Anyway, I hope you're ready to get all hot and heavy with me, as we pour ourselves into no-holds-barred combat training. Are you kidding me? And this time, I'm not gonna hold anything back, so you'd better be ready. I want you to fight me like your life depends on it. Was ist denn mit ihr los? Because you can leave this little excursion one of two ways. Walking with your head held high or on a stretcher. Okay. I don't know what brought this on, but I can see this isn't one of your usual gags. In that case, I accept your challenge. You'll get only my best today. Deswegen ist sie hier. So began the intense battle. True to her words, Sarah came at Reen with all the fury of a raging storm. Warte mal, ich muss mal kurz mein Headset ein bisschen leiser machen. Ist jetzt doch ein bisschen lauter geworden als gedacht. Despite bringing the best of his skill to bear, he was just barely able to withstand her assaults. How are you so strong? So this is what it's like when you're not pulling your punches, huh? Damn straight. The world's not a nice place, it's not a fair place, but I fought tooth and nail for my place in it anyway. The world takes from you too. I've almost lost count of how many irreplaceable things it's taken from me. So many friends, allies, I don't even have a homeland to call my own now. Instructor? But I did whatever I had to do keep on living no matter what. And I stand before you now as the sum of all those ugly, painful experiences. Life will knock you down over and over again, but if you rise just one more time, that makes you the victor. That's something I've kept on believing, and seeing you students give it your all has only strengthened that belief. Ist irgendwie gerade ganz anders, so sehr
sehr emotional aufgeladen. That's why I've decided that everything life has taught me in the school of hard knocks, I'm going to teach you. Not through words or lessons of fancy platitudes, but through battle. Okay. Und warum nur Reen und nicht alle? I'm ready to learn. You might have gotten the better of me before, but I'm ready for round 2 anytime. Alter boy, let's not waste time chit-chatting then. You ready? They resumed their battle and the intense training continued. Reen focused everything on the fight, fending off Instructor Sarah's onslaught as best he could. And after a long, difficult fight... Okay, ich musste also nicht selber kämpfen, Gott sei Dank. Looks like neither of us has the energy to go another round. I guess we have to call this one a draw, but at the very least I'd say we got in some good training. Well fought, Reen. Sehr schön, wenn beide zufrieden sind, bin ich es auch. It's kind of scary how strong you are, though. It was all I could do to keep you at bay. I didn't even get a proper hit on you in the end. You could have, though. All you would have had to is fire up that power of yours. And you should have, since, you know, I specifically told you to fight like your life depended on it. Macht sich da Enttäuschung breit? But... Just messing with ya. That consideration you always show for others is part of what makes you strong. I know you're still beating yourself up over what happened yesterday, and that's totally understandable. But at the end of the day, you've gotta get past it and move on. No one can do that for you. But you will, though I have no doubt about that. So, just keep your chin up and your gaze forward, I guess. Thanks, instructor. I'll try at least. A lot of people are counting on me and I don't want to let them down. Das war ja gerade aufregend. Aber war das gerade nur Show, als sie sich da so emotional reingesteigert hat, oder beschäftigt sie das wirklich? Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. The two stayed and rested for a while to get their strength back, and once they felt better, they walked together back to Ruhr. Yay! Ein Bond, was sich weiter strengthened. Das war gerade irgendwie sprachlich voll kaputt, aber inhaltlich glaube ich richtig. So, also Laura hat immer noch die Nase vorn. Dass Justus so weit vorne ist, ne? Bestimmt, weil ich dem am Anfang in mir den Vorrang gegeben habe, als ich mir jemanden aussuchen konnte für diese heiße Quelle-Geschichte. Aber sie ist auf Stufe 5. Ich muss unbedingt Angie und Green weiter miteinander verbunden. Nicht damit, nicht, dass am Ende irgendwie irgendwas nicht getriggert wird, was ansonsten hätte gezeigt werden können. People can encourage and advise you from sun up to sundown, but at the end of the day, only you can overcome your own problems. All I can tell you is to keep moving forward and trying to do just that. I know you can do it if you put your heart into it. I've seen you do it. People can encourage and advise. Okay, ja, wir haben es alle gesehen, aber Reen weiß, glaube ich, selber auch ganz gut, dass er das kann. Auch wenn er ungerne über Dinge spricht, die er gut kann, aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal noch. Weil ich glaube, das ist eine Konstante, die bis zum Schluss bleiben wird. Achso, hier war nur der Fahrstuhl. Da hinten ist Gaius. Gaius ist derjenige. Mit dem werde ich als allerletztes sprechen, hatte ich ja beim letzten Mal gesagt. Aber das heißt im Umkehrschluss, dass dort drin im Diner 2 weitere Bonding Points noch abzugeben sein müssten. I'm sorry, but I'm afraid this factory is closed for the time being. The Rainford Group is currently reorganizing after what happened. So for now, this factory is out of service until further notice. Aha, I'm sorry, but I'm afraid... Okay, dann sei mal afraid. Wir gehen jetzt mal unafraid ins Diner. Und ich hoffe, dass ich jetzt gleich 2 Ausrufezeichen sehe. Oh, hier ist aber was los. Ich sehe nur 1. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Da sitzt Tower. Oh, wie schön ihre Haare sind. Fällt mir gerade mal wieder so auf. Aber wir starten jetzt erstmal hier am Tisch. Wobei ich will mit ihr beginnen. Mit Yuna. Oh, hello there. I'm sorry about all the noise Dwans is making. He always has to exaggerate. He didn't do a darn thing like that and he knows it. Anyway, never mind him. If you're hungry, feel free to order away.
Yeah. I swear he's always neglecting his work and going off doing something or other. Yes, he is technically an adult, but he sure doesn't act like one. Da kenne ich auch so einige. Hat aber auch manchmal seine Vorteile, finde ich. In dem Zusammenhang wahrscheinlich eher nicht. Oder dafür gehen 2 Bonding Points drauf, weil Angie da auch mit dabei ist. Keine Ahnung. And that's how I ended up helping her. Who could say no to Lady Angelica? Oh, now I get you. I knew you were up to something. So, what would you help her with? Don't tell me all you did was give her a place to sleep. Of course not, you'd be better off asking what I didn't do. You should have seen me, pistol in hand, taking the guys after her out like they were nothing. That's my man. I don't buy it for a second, but that's one hell of a story. Ich hasse Leute, die sich sowas ausdenken, um bei anderen Ansehen zu generieren. Das ist mir so richtig zuwider. That's what I said to them. I said, you underestimate a minor, and it's the last thing you'll ever do. Come on, what else you got? Yeah, we wanna hear more. Ich meine, wenn er das als blühende Geschichte verkauft, dann ist das das eine. Aber er wirkt gerade auf mich, als würde er das ernsthaft behaupten. Aber keine Ahnung, vielleicht kenne ich ihn auch noch nicht gut genug. You can't celebrate without a damn good drink, and today's a great day to be celebrating. Here's to the liberation of Rua. Alles klar, gönn dir mal noch ein. Oder eher lieber nicht. Was trinkt der da? Ah, die trinken alle Bier. Interessant. You sure it's okay to be treating us like this, Vance? Sure am, drink up. It's all on the house. This is a lifetime to be... lifetime. This is a time to be celebrating. Mhm, you sure it's okay? Okay, naja gut, wenn er heute in Gönnerlaune ist. Warum eigentlich nicht? Old Vance really knows how to treat his customers right. Hey, Yuna, bring me another one. Yuna tut mir gerade ein bisschen leid. Aber ich glaube, Vance ist eigentlich normalerweise gut zu ihr, oder? Haha, I'm not buying anything other than the you helped her bit, but that's good enough for me. Who cares as long as things are back to normal around here? I meant buying. Okay. Aber ich meine, ich rümpfe jetzt hier gerade so künstlich meine Nase. Wahrscheinlich würde ich an deren Stelle mich am liebsten auch zu denen setzen, ein Bierchen mit denen trinken und mich freuen, dass alles wieder normal ist. So. Hi. Yeah, why do I have to do this? They won't even pay me with MEHR. What kind of job pays with books? Was? I don't even like books. Here, you take it off my hands. Dankeschön. Danke, danke. Hey, why am I still manning the counter anyway? I thought everything was back to normal now. So why do I still have to help run the joint? Warum hast du überhaupt Ja gesagt? Mano, that woman at the counter won't stop eating either. Man, seeing her stuff her face is making me hungry too. I'm a customer. Why won't anyone treat me like one? Weil du dich auf den Deal scheinbar eingelassen hast. Selber schuld, mein Freund, selber schuld. So, was haben wir denn hier Schönes? Exciting Grill. Oh, das heilt... Oh, das Ding ist ja mal... Das Ding ist ja mal... So, das erhöhen wir mal erstmal auf 10. Auch wenn es teuer ist, aber egal. Rich Carbonara made using lots of milk and cheese. Das lassen wir mal bei 3. Das hier, ja, das finde ich gut, ne? Habe ich jetzt nicht schon 1-2 Male erwähnt, aber sollte ich mir vielleicht merken, dass ich das hier gekauft kriege. The food here is so filling, it's great. I love the NOCH and seasoning too. And once I'm done here, And once I'm done here, it's off to a business meeting a little farther up north. Entschuldigung. I wonder what wonderful business opportunities will be waiting for me. Das eine schließt das andere nicht aus. Du kannst dich ja auf beides freuen. I can hardly wait. Ja, gönn dir auf jeden Fall. Ich fühle das. Ich fühle ihre Freude übers Essen sehr. Hi, Reen. Hey there. Glad to see you're taking it easy. You've earned it. Right back at you, Angelica. Are you taking a break together then?
We certainly are. Nothing makes me happier than spending some quality time with my dear sweet Toa. George is at the institute too, so it's just the two of us, and it's about time I whisk her off into our own private little world. Yeah. No, Angie, stop! You really haven't changed a bit. But in a weird way, I've missed this. Now we just need Crow. Yeah. Our crew won't be complete until we drag his ass back home kicking and screaming. In case you still hadn't figured it out, I'll be helping you all out from now on. I will say though, Toa taking up the acting captain position did strike me as quite a surprise. Maybe it's time for me to figure out where I fit in the grand scheme of things too. Du wirst deinen Platz schon finden. Man kommt ja auch nicht nach oben. Wo zur Hölle soll das letzte Ausrufezeichen sein? Das ist das, was mir gerade ein bisschen Sorge bereitet. Ich müsste vielleicht mal meine Leute durchgucken und schauen, mit wem ich noch nicht gesprochen habe. Aber Gaius steht noch draußen. Reen spricht ja nicht mit sich selbst. Ich krieg das nicht mehr zusammen, weil die Pause zum letzten Mal zu lange war. Ich spreche erstmal mit Toa und danach sehen wir weiter. I'm so glad Angie's back, but we still need Crow, and I'm not going to give up until we've got him back. Maybe I should ask to join them since I'm here and all. Spend time with Toa, aber er hat gerade von them gesprochen, also von zweien. Ich mach mal ja. Hey, would you ladies mind if I joined you? Not at all. I guess we have to pay for you since you're the bright-eyed first here. Ja, ich glaube, das sagt Reen nicht nein. Bei Reen lässt sich, glaube ich, auch ungern einladen. Ich glaube, der lädt eher lieber andere ein. Ah, this really is relaxing. Hehe, the tea here is nice for a working-class diner, isn't it? I've always been fond of this place, always used to sneak out of the mansion for some booze. I mean, to relax like a sweet and innocent young maiden. Natürlich. Angie, you aren't supposed to be drinking alcohol. Forgive me, my dear. Still, it feels like it's been ages since we were last able to sit and talk like this. Settling things with my father paid off. It really has been too long. Yeah, it has. Hold on, your hair's looking a little kenne ich nicht das Wort, Toa. What? Is it? Well, it makes sense that it might, I guess. Ever since I started wearing the captain's hat, I haven't been paying much attention. Hauptsache, ich sag beim Reinkommen noch, dass ihre Haare heute voll schön sind. Alles klar. That won't do at all. Your hair is so long and beautiful. You need to take better care of it. I know. Why don't I comb it for you? Oh, would you mind? It's been so long since you last did it. I kinda miss it. Mitten hier im Diner? Okay, im sehr interessanten Ort habt ihr euch dafür ausgesucht. They're so close. It's adorable. Ey, wisst ihr, was ich echt interessant finde? Eigentlich müssten Angelica und Sarah, weil ich finde, dass sie sich auf manchen Ebenen sehr ähnlich sind, auch eine gewisse Energie zusammen erzeugen. Aber die haben bisher echt wenig miteinander zu tun gehabt, oder? Gab es jemals irgendeinen Moment zwischen den beiden? Ich glaube nicht. Und in meinem Kopf spinnen sich gerade schon wieder Verschwörungstheorien zusammen. Vielleicht mögen die einander gar nicht. Weil Angie scheint immer mehr so auf die cuten, lieben Mädels abzufahren. Und Sarah ist wahrscheinlich die noch am ehesten so die gleiche dominante Energie wie eine Angie mitbringt. Und wie die beiden miteinander auskommen, das würde mich echt interessieren. That should do the trick. Jetzt kennt sie hier wirklich mitten im Diner. Oh, wow. It's kind of strange seeing you with your hair down, but I've got to admit, it really suits you. Jetzt wird sie rot. You think? She looks surprisingly mature when she has her hair down, doesn't she? Cuteness and maturity, the best of both worlds. She's such a queen. Okay, that's enough, Angie. Can I please have my ribbon back? Nope, not yet. This is my chance to try all kinds of fun things with your hair. I've had a collection of ribbons stored away for the next time I got to play with it like this. Stay right here while I go get them. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, das mein Mikro ein bisschen verrücken. Hold on a minute. Too late.
Wir haben auch noch eine neue Einfärbung für unser Orbal Bike bekommen, ne? Im Rhineford HQ. She is unbelievable. I don't know, Toa. There's no harm in spending time like this together once in a while. When you think about it, these are the kinds of peaceful moments we're fighting to return to. That's true enough. Und schon wieder vom Klein-Klein hin zum großen Ganzen. Angie and I were recently talking about how things would have been if the war hadn't started. If we were still at the academy, our time there would be rapidly coming to an end. We're second year, so this is the time we really need to be thinking about what to do after graduation. Oh yeah. Have you been able to give that any thought? Yeah, I'm okay. I'm fortunate enough to have received offers from all kinds of organizations and ministries. George has gotten them from research facilities and institutes all across the country. And Angie seems to have a lot on her mind about what to do too, what with her family and all. I've got my work cut out for me if I hope to be in as good a position as you guys when I graduate. You are still a first year, so I wouldn't sweat it if I were you. You've still got plenty of time. To tell you the truth, though, I think the war has made all of us more unsure of what to do. Even assuming that when it does end, we're able to go back to our lives like they were before. I feel we have a duty to think about this country's future. Just picking some career off a list isn't good enough. I'm amazed you're thinking on such a grand scale. Really? Really, Reen? Als ob man ihr das nicht hätte zutrauen können, von dem, was wir bisher schon von ihr so kennen und wissen. Personally, I feel like I've got my hands full just thinking about my own future. I really can't compare. That's not true at all. I think it's only because of you that we're able to see things like this. Sorry? Well, your class is a source of hope to all of us. It's only because we've got that hope we can believe in that we can even think of what to do when the war is over. As long as you're out there fighting to bring it to an end, we can all believe that end will really come. So, let's keep fighting together, okay? We were able to save Angie. I'm sure we can do anything else we put our minds to. You think so? What am I even saying? Of course we can. I feel a lot better now, Toa. Thanks. Glad I could help. Oh, did I miss something? Who speaks? Warum wurde die Schrift gerade rot angezeigt? Uh-oh, you're back. If you wanted to enjoy a date with my little Toa, you should have asked Reen. Nee, you should have asked Reen. You're the only man I'd even think of entrusting her to. I would have helped set things up nice and smooth. What are you talking about, Angie? Naja. Ich mag Toa zwar, aber ich finde, da gibt's andere Girls mit Ö, die ich eher an seiner Seite sehen würde. Angelica made her way over to the table and went right to work trying an obscene number of cute ribbons on Toa. Reen casually sat back and enjoyed his cup of tea, every once in a while cracking a warm smile at an increasingly flustered Toa. Ich will das Endergebnis sehen. Das bekommen wir jetzt natürlich wieder nicht angezeigt. So schade aber auch. Und es sieht alles aus wie vorher. Wer hätte es gedacht? Not only did you scare... Ich habe immer noch 2 Bonding Points. Ich habe gerade für einen kurzen Moment gehofft, dass vielleicht 2 jetzt weggegangen sind. Not only did you schedule a romantic rendezvous with my lovely little Toa, you did so right in front of me. That takes some guts. I figured I was the apex predator in the Curting Kingdom, but maybe I better watch out for you. Tja, besser ist, ne? Not only did you schedule... Am Ende soll Toa entscheiden. Es bringt ja gar nichts, wenn wir beide uns betteln. Toa muss ja auf ihr Herz hören, wenn ich ihr meins überhaupt anbiete. If it weren't for Class 7, we wouldn't even be thinking about graduation right now, let alone what to do after it. So let's keep fighting. If we were able to save Angie, I'm sure we'll be able to do anything else we put our minds to. Ja, so kann man sagen. Ey, wenn ich jetzt nochmal X drücke, ne, dann spreche ich bestimmt wieder Yuna an. Aber wir sind hier durch, okay. Was mache ich jetzt? Suche ich jetzt das letzte Ausrufezeichen? Oder spreche ich jetzt Gaius an? Ich guck mal erstmal, ob ich nach Spina by Road komme. Wahrscheinlich nicht, aber
Better stay away from the highways. Ja, okay, das kennen wir schon. Gut, ich glaube, da muss ich im Anschluss nochmal... Oder am Airport. Das könnte natürlich noch sein, weil da wird es bestimmt ein neues... Ja, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ich bin normalerweise immer sehr gründlich bei sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, hier was übersehen zu haben. Hey guys, you're highway bound? That's right, I figured I might head out and fish for a while to pass the time. One of Gwyn's favorite fishing holes is supposed to be out there, so I thought I'd give it a try for myself. Oh yeah, I know that one. It's not far from where our boat first landed. Just be careful though, the monsters have gotten a lot tougher than they were when Gwyn used to fish out there. Oh, I will, don't worry about me. In fact, you shouldn't be worried about anything at all. Take some time to de-stress yourself while you've got it. Everyone has times when they just need to open a window and let some fresh air into their lives. I'll give that a try, thanks. Maybe fishing with Gaius would let me open that window he mentioned. Well, how about we fish together? If it's a good enough way for you to unwind, it's good enough for me. That's what I like to hear. Da bin ich mal gespannt. Bei Gaius waren, finde ich, auch ziemlich langweilige Bonding-Events schon in der Vergangenheit mit dabei, wo man echt irgendwie so das Übliche, was man eh schon wusste, nur nochmal rekapituliert hat. Rena and Gaius then made a beeline to Gwyn's old fishing spot on the Spina By Road. Once they made it there, the two got right to fishing. Das ist ein guter Platz. Ich glaube, hier könnte ich auch gut chillen. Hier würde ich vielleicht auch gerne mal ein Ründchen mit Gaius alleine chillen. Nicht einpennen. It feels like ages since I just put my cast to the side for a while and cast out a line like this. Yeah, ever since the war started, we've had no shortage of things to be worried about. It's probably healthy for us to take the opportunity to unwind every now and then. Yeah, even now I'm feeling all the build-up tension just kind of soften and melt away. Did you fish much back home? Das klingt mir so. Did you fish much? I got in some good rod and reel time, sure. Hardly as much as Gwyn though. He used to take me out on his boat to fish, especially when he could tell I was feeling down about something. Huh, really? You always seem so composed. I guess I just assumed that nothing ever really got to you like that. Man, that's embarrassing to admit. We've all got our worries. Haha, don't fret about it. Sure, I feel down sometimes, but it always passes in time. Back home, I was always surrounded by people who cared about me. Mom, Dad, my siblings, neighbors in the settlement. Whenever I started feeling down, they were there to cheer me up. And I always tried to do what I could to be there for them in the same way. That sounds like a good life. And that's how you became the dependable Gaius we all look up to. Hey, well, I don't know if I'd go that far. Still, I'd like to think that if there's ever anything you need, you'll be able to rely on me. This class would never have come as far as we have if we hadn't supported each other along the way. Haha, you're right about that. I'll make sure to keep it in mind. Oh, okay. Ich dachte gerade, jemandes Magen knurrt. Das ist wirklich meine erste Assoziation. Oh Mann. Monsters. Damn, we might have noticed them earlier if we'd been paying more attention. This reminds me of back when I rescued Lieutenant General Vander a year ago. But at least that time I had a horse. Wir haben auch einen Horse, aber wir können es, glaube ich, nicht rufen, weil wir nicht auf die Courageous kommen, ne? Well, this time you've got me. True, together we can take them. Was ich jetzt... Nee, es ist wieder geskriptet. Ist auch besser so. Wobei der Kampf, vor dem hätte ich jetzt weniger Angst als beim One-on-One gegen Sarah. Drawing their weapons, Rena and Gaius fought valiantly against a horde of monsters. And despite being vastly outnumbered, they triumphed by making the most of each other's strengths in combat. Alles wie immer. Guck mal, wie easy. Well, I'd say we managed to beat the odds, wouldn't you? Ja, kann man so sagen. See, you are dependable, just like I said. Hey, it takes two to cover each other's backs. And whenever you need me, I'll have yours. Like, wise. Entschuldigung, musste gerade aufstoßen.
Ich weiß nicht mal wovon, eigentlich trinke ich nur Kaffee. The better one, they made their way back to Ruhe. Yes! So, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor dem Moment, wo wir zum Airport gehen. Ey, sorry, ich mag Gaius echt gerne, ne? Aber ich fand auch diese Szene gerade einfach nicht aufschlussreich. Ich würde gerne mal Dinge über Gaius erfahren, die man sonst nicht von ihm kennt oder irgendwie ultra funny Momente mit ihm haben, aber es ist so, ja, okay, die haben sich da in seiner Heimat, die haben immer zusammengehalten und war füreinander da. Also, das wusste man auch so ein bisschen vorher, oder? Haha, Monster Intrusion aside, fishing with you was a lot of fun. We should go against, nee, nicht against, we should go again sometime. Das machen wir, das machen wir. So, da kam ich jetzt nicht hin. So, dann, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas ausgelassen zu haben, aber ich denke mal, ich bin da soweit durch. Und würde mich jetzt einfach mal zum Airport hinbegeben. Ich versuche jetzt hier nochmal mein Glück. Die Trial Chess habe ich immer noch nicht vergessen, aber da komme ich auch immer noch nicht hin. Ey, wenn jetzt gleich alles eskaliert, ne, und mir irgendein Bonding-Event gefehlt hat, dann bin ich aber todestraurig. Bitte. Gib mir... Jawohl, da ist das letzte Ausrufezeichen. Perfekt. Okay, dann gehe ich diesmal auch gleich nach links. Gar keine Zeit verlieren, nicht, dass ich hier irgendwas triggere oder so. Good day to you. You must be one of the Thor students. After all you've done for our city, you're more than welcome here at any time. Dankeschön. We're all quite fond of the courageous here. It's an honor to have it here at our airport again. Ah. Ich bin ja so gespannt, aber verratet mir das bitte nicht, ob man die Courageous auch in den späteren Teilen noch bedienen kann. Vielleicht wird die am Ende auch irgendwie zerstört oder so. Oder wir entfliehen aus diesem Land und, keine Ahnung, bauen uns woanders was auf oder machen woanders weiter. Keine Ahnung. Geh aber erstmal hier hin. Ach, Vieh fehlte noch. Alles klar. Gut, dass ich dich nicht übersehen habe, kleine Vieh. Du hast mir aber ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Heading back to the ship, Reen. No, not yet. I'm just wandering and trying to figure out what to do. If I really can't think of anything, I'll probably go check in on Valimar and then laze around inside. I'm exhausted after everything that went down yesterday. Me too. It's hard to get what happened to V out of my head. He might have been our enemy, but he gave his condolences for our boss's death back at the mine, so it's hard to hate him. He did, didn't he? I almost forgot. I guess it makes sense that I'm not the only one who feels down after all that. It might do me good to spend some time with Fee since we're both here. Das ist eine interessante Begründung. Wir sind halt hier, deswegen kann ich auch gleich Zeit mit ihr verbringen. Hey, kann ich mal lesen. Hey, mind if I hang with you for a bit? I mean, if you think I'll be in the way, just tell me and I'll get going. Of course you won't. Stay here for as long as you like. Thanks, Fee. You're welcome. Denkt sie sich, sagt sie aber nicht. Hi. Huh? What's the kitten doing here? Wir hatten schon lange kein Kitten-related Dialog mehr. He doesn't look too happy. Maybe he's been separated from his mother. He's not wearing a collar, so I'm guessing he's a stray. Vieh kriegt das doch bestimmt raus. Vieh und Katzen, ne? Reen. Don't worry, we've got some time before we need to head back. Let's see if we can reunite him with his mother, shall we? Miau. Aber sie hat doch noch nicht bestätigt, dass seine Theorie stimmt. Kitten in hand, Reen and Fee started walking around the city trying to find where the kitten's mother could be. Schwierig in so einer Riesenstadt, ne? Das wäre, als würde ich spontan durch Berlin tingeln oder, keine Ahnung, durch Köln oder München und sagen, ich suche da mal eine Katze. Aber die haben bestimmt Glück. Es ist ja ein Videospiel. Ah, Celine. Stimmt, Celine könnte helfen. The kitten being a stray, they assumed that finding his mother wasn't going to be an easy task, and they were completely right. Reen and Fee asked everyone they could, even Celine, and searched for the missing mother cat with every fiber of their being. In the end,
Vielleicht ist ihr was zugestoßen oder sie ist nicht mehr in der Stadt. Over there. Miau. Oh. Okay. Looks like we found our mother. Yep. Even without knowing what they're saying, it's obvious that they're family. Könnte man so sagen, ne? Miau, miau. Miau. I'm just glad we were able to reunite these two. Me too. His mother must have been looking for him all this time. Nice to know his family didn't abandon him after all. Aber das wissen wir doch gar nicht so genau. Vieh. Carrying him around reminded me of something that happened the day the boss died. Just before he fell in battle too. What happened? We wanted to watch the battle between him and the Red Constellation's leader, so we'd set up camp nearby. All of a sudden, a Jäger wandered into our camp, a girl about my age. Another Jäger that young? Maybe a year older than me, I don't know. She'd come from the Red Constellation's camp on the other side of the battlefield, all because she was chasing a stray cat. Hold on, she wandered into an enemy camp just before a battle? That seems like an incredibly bad idea. What happened? Oh, we didn't attack her or anything. They weren't exactly in the mood to start anything with us at that point either. So the two of us just talked while she played with a cat. Okay, skurrile Bilder, die sich da gerade aufbauen. Wow, I can hardly imagine having a casual conversation with an enemy just before your leaders fight to the death. Genau das. It's also kind of depressing to think that there are other Jägers your age out there too. I guess we're not exactly rare. But she was really strong enough to lead a whole battalion in their corps. It was like she lived to be out on the battlefield and killing, loved fighting as much as anyone I've ever seen. She was more man-eating tiger than girl. Sounds like the two of you are total opposites. People tend to paint all Jägers with the same brush, but the more I talk to you, the more I realize how different they all are. I wonder what she's doing now. I bet she's okay though. She was strong enough that she'd be fine even if her family left her behind. That's another way we're different. Hast du auch einen Namen für uns? Unlike her, as soon as my family left me, I became a weak little girl who couldn't do anything for herself. There's more to strength than just proficiency in battle, you know. And even if there weren't, you've become a much better fighter since you joined Class 7. I've definitely seen big improvements since our first battle as a class. Maybe you're right. If I am, though, it's because all of you have been there to support me. There's no question about that. Hey, we all help each other improve and get stronger, both on the battlefield and off. You've helped every one of us. But we've all still got room to grow, and at this rate, we're going to need to do as much growing as we can. Yeah? Well, you've got a point. But together, we'll get strong enough to get through all this. I know we will. Sehr schön. Dass Vieh mal so optimistisch ist auch nicht so selbstverständlich, vor allen Dingen, wenn man an Teil 1 zurückdenkt. Their conversation at an end, they watched the two cats scurry off into the distance. Yes. Okay. Very interesting. Irgendwie, so schätze ich die ganzen Trade-Spiele halt ein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir noch mehr von diesem Mädel erfahren werden, von dem sie gerade gesprochen hat, aber sie hat halt keinen Namen genannt, deswegen stimmt die Theorie vielleicht auch nicht. I'm really glad we found his mother in the end. Thanks for the help, Reen. Ja, gern geschehen, habe ich heute schon öfter gesagt, aber ist so. Reen hilft halt jedem gerne, außer einem Feind, wenn es sein muss. Hauptsache helfen. Das ist sein Lebenselixier, seine Verjüngungskur, das, was ihn glücklich macht. So, jetzt haben wir dort am Ende nichts mehr, aber es gibt hier auf der rechten Seite noch 2 NPCs. Vielleicht sind das auch Kätzchen oder irgendwas anderes. Nee, das sind aber Leute, wie es ausschaut. Guck mal, die Courageous bekommen wir in der Perspektive auch nicht alle Tage zu sehen.
Nice. Ich weiß, was wir nächste Folge machen werden, nämlich das Ding wieder besteigen. How's it going? Just leave the courageous maintenance to me. I've been watching this ship since she was a few lines on paper. She is like a child to me now. Time to get her cleaner than she's been since she first took flight. Na dann, I'll take care of maintaining the courageous. I'll give her such a good scrub, she'll be better than you. Okay, ich glaube, der mag das Schiff wirklich. Hallo sagt's, this ship's sure running late. Maybe it had to take a detour to avoid a battle or something. I mean, that would explain it. No sense in risking our passengers' lives by flying over a heated war zone. Da sagst du was. Okay, wir sind auf jeden Fall, glaube ich, in guten Händen. Okay, ihr Lieben, dann würde ich an dieser Stelle mal Feierabend machen, beziehungsweise nicht wirklich, ich nehme danach die nächste Folge auf. Aber für heute soll es das gewesen sein. Wir werden beim nächsten Mal die Courageous besteigen und wahrscheinlich die Hauptstory in großen Sprüngen wieder nach vorne treiben. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!